die auch keine Ahnung haben, meiner Meinung nach. Jedenfalls bei einer bestimmten Parfümerie, die ich jetzt auch nicht erwähnen werde, die gern einfach nur mal da rumsitzen und quatschen. Die denken sich einfach, wir machen noch mal, wir bringen was Neues raus am Start. Willkommen zurück auf meinen Kanal, Freunde. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance. Doch ihr wisst Bescheid. Ja, ein neues Format, Anführungsstrichen, weil ich habe ja schon vor 3 Jahren Real Talk gemacht. Jetzt heißt jetzt mal Real Talk. Und ja, ich muss an den neuen Yves Saint Laurent Eau de Parfum Intense wirklich mal Kritik äußern. Und deswegen jetzt mal Real Talk und ja, bei diesem Duft wird es wirklich ernst, Real Talk zu machen. Und tatsächlich, ihr seht es, ich habe keinen Flakon. Der Dog stellt mal keinen Flakon vor. Ja, ich bin auch ganz froh drüber, sorry, dass ich den nicht blind gekauft habe. Bevor ich aber diesen Duft hier auseinandernehme mit euch, für alle Neuen, bleibt hier, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen, weil hier seid ihr einfach auf den richtigen Kanal. So, ja, Yves Saint Laurent Y Intense. Ich habe ihn hier drauf, noch nicht lange her. Ihr merkt, ich bin leicht verwehrt, wirklich. Kommen wir gleich zu. Also es ist Ingwer, Wacholderbeere und so weiter drin. Ingwer war schon in diesen beiden Düften drin. Das Eau de Parfum, das Le Parfum, ich glaube, das ist Le Parfum. Ich bin schon ganz bei diesen ganzen Y-Flankern und so weit nicht mehr auf den Stande, so nach dem Motto. Ja, auf jeden Fall ist auch die ähnliche Inhaltsstoffe drin, so weiter und so fort. So, dann gibt es noch das Eau de Toilette, das habe ich nicht, weil ich bin der Meinung, braucht man nicht. Ich bin der Meinung, man braucht ehrlich gesagt nur das Eau de Parfum definitiv, weil es kommt wirklich gut an, auch wenn es extrem synthetisch ist. Aber es gibt Tage, da will man das einfach. Und das Le Parfum, das ist cremig und so weiter und so fort. Aber hier, jetzt kommt das Intense. Es riecht wie 2017 und 18, 19, 20, 21, 22. Nichts Neues. Ich frage mich, wer dahinter steht. Wer steht hinter diesem Produkt? Wirklich dahinter? Ich glaube niemand. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn die sagen, groß, oh, da haben wir jetzt was Neues erfunden. Ja, nein, habt ihr nicht. Was soll das? Yves Saint Laurent hat mal Chorus gemacht, Opium und so weiter. Was ist das? Nichts gegen die Düfte, aber damit macht ihr die kaputt. Das Eau de Toilette reicht, da müsst ihr nicht noch sowas machen. Das vielleicht ein bisschen jetzt kommen wieder die Leute, die wahrscheinlich sagen, ja, aber im Sommer bei 30 Grad, erstmal, wann hat man 30 Grad in Deutschland? So, das ist schon mal, ne, wie oft, wie lange. So, aber wenn, dann sagen die natürlich, ja, funktioniert natürlich. Was funktioniert? Es funktioniert nichts. Es ist kein Wunder. Guck mal, Nische. Die Nischendüfte sind noch nicht so lange am Start in Deutschland, wirklich nicht. Aber in den ganzen Jahren ist die Nische so an den Designern, Mainstream, wie auch immer, vorbei. Und inzwischen, wie man beim Fußball sagt, brauchen die Designer oder der Mainstream-Bereich ein Fernglas, um Nischendüfte zu sehen noch. Weil die sind einfach weit weg inzwischen. Und nicht, weil sie teurer sind, weil die Qualität besser ist, allgemein vom Geruch her. Seit 7 Jahren gibt es Duschgeldüfte. Immer dasselbe. Warum macht man zum Beispiel nicht mal einen neuen Flanker? Ein Flanker, sorry. Eine ganz neue Idee. Und nicht in der 6-fache Ableger, 7-fache. Das nächste Mal kommt Extrait de Parfum. Was soll das alles? Es riecht nichts. Es ist das. Mich wundert eigentlich, wer macht eigentlich Werbung für ihn? Lenny Kravitz, dass der das immer noch macht. Also es ist. Naja gut, der kriegt, nee, das ist auch egal, weil er Geld dafür kriegt ohne Ende, aber Mann, bringt doch bitte mal was anderes raus. In 2023 macht Yves Saint Laurent noch mal einen geilen Duschgel-Duft. Die denken sich einfach, wir machen noch mal, wir bringen was Neues raus am Start. Nur mal nebenbei, was ich eben eingangs erzählt hatte, Nische ist auch nicht immer gut, da ist auch viel Mist bei. So, aber im Schnitt weit bessere Sachen, ne, mit Abstand. Und ich habe schon mal den Vergleich gemacht, wenn so wie ich, der ganz viele Düfte hat, sehr viele Düfte hat, wenn man
hier Mainstream Designerdüfte stehen hat und hier den Parfümschrank mit Nische, ihr greift grundsätzlich zu 95%, na sagen wir wollen nicht übertreiben, aber 90% greift ihr zur Nische dann. Ich habe so viele Designer, die ich aber wirklich im Moment bedingt immer anfasse. Ihr seht das ja in Düfte der Woche, aber es ist kein Wunder. Ich meine, da stehen ja noch Designer, die anders waren über die ganzen Jahre, aber ich meine jetzt, wenn neue kommen, so, ich meine, ich würde immer zu diesen, das ist schon so der Beste. Auch wenn er extrem pervers synthetisch ist, aber Frauen mögen, der kommt einfach gut an. Und ab und zu habe ich einfach Bock auf dieses Synthetische. So. Geil. Absolut geil. Und übrigens hier, den habe ich vor einer halben Stunde ich rieche da nicht wirklich viel. Und meine Haut ist jetzt nicht schlecht, was das angeht. Also ich kann das nicht und verstehe ich nicht. Und deswegen bin ich auch ganz froh hier, ja, der Dog stellt mal kein Flakon vor. Wird wahrscheinlich, wenn ich das so weiter sehe, was da kommt, wo weiter jetzt passieren, jedenfalls in diesem Bereich. Also ich bin schwerst enttäuscht, weil ich habe echt mal gedacht, jetzt macht mal was anderes. Und jetzt, ich werde jetzt keine Namen nennen, da kommen ja so einige von anderen Marken, Flenker aktuell raus. Ich bin gespannt, wie die werden. Vielleicht sind die ein bisschen schlauer und machen das besser. Aber das hier, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Leute, ich bin der Meinung, wenn ihr schon diesen Duft habt, ihr müsst nicht mal das Le Parfum haben, aber wenn ihr das habt hier, das reicht. Holt euch den immer. Ihr braucht das Eau de Toilette meinetwegen auch noch, aber ich bin der Meinung, muss man auch nicht haben. Aber das Intense, testet das. Aber ich sage euch eins, das braucht ihr nicht. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen Blindgänger, das wäre zu hart. Aber die Leute, die natürlich in der Parfümerie reingehen und das riechen, die nicht so viel Ahnung von Düften haben, muss man ja auch nicht so wie wir. Die gehen rein, riechen die Kopfnote, oh ja, geiler Duft, geiler Duft. Werden natürlich von den Damen, die auch keine Ahnung haben, meiner Meinung nach, jedenfalls bei einer bestimmten Parfümerie, die ich jetzt auch nicht erwähnen werde, die gern einfach nur mal da rumsitzen und quatschen. Ich habe schon Sachen erlebt. Die wissen ja selber noch nicht mal, was da drin ist, aber die sagen natürlich, das ist sehr, sehr nice und das ist das Neueste am Markt. Das Neueste am Markt. Das gibt es seit 6 Jahren, Alter. Das Neueste am Markt. Leute, Schluss damit, Alter. Sagt den Leuten Bescheid, dass sie sich nicht verarschen lassen sollen. Come on, damit da mal wieder was Besseres kommt, weil nicht jeder kann sich Nische leisten. Das ist so. Und wollen vielleicht auch manche nicht. Und deswegen, es muss doch mal wieder was Vernünftiges im Designerbereich kommen. Da sind einige zwischen, aber immer so ein Stück höher. Und dann kommt einfach einmal zum Beispiel Dior, Elixir. Das ist dann wirklich ein Meisterwerk im Designer-Mainstream-Bereich, wirklich. Das muss man sagen. Aber das gibt's zu wenig. Früher gab's das viel öfter. Ich meine, wie gesagt, diese Brand hat mal Chorus rausgebracht. Egal, ob Chorus ein Stinker ist und ob das viele nicht mögen, aber das ist ein Klassiker. Und ich könnte ja jetzt noch mehrere aufzählen. Lassen wir es lieber aber, weil ich reg das hier auf. Fakt. So, Leute, schreibt mal unter, ob ihr den Duft auch schon kennt. Und jetzt mal Real Talk. Wollt ihr bestimmt öfters mal hören. Übrigens über alle Sachen. Ne? Also jetzt mal Real Talk ist über alle Sachen. Kommt auf an, natürlich muss man gucken, was man so machen kann. Grundsätzlich auch über Parfüms natürlich. Aber ja, ihr merkt. Also geht mal, wenn ihr den wirklich nicht kennt, ne, geht mal wirklich testen den. Und dann schreibt hier nochmal später runter, wenn ihr ihn nicht kennt, was ihr von diesem Duft haltet. So, meiner Meinung nach ist das nichts. Wirklich nicht. Das hätte man sich sparen können. Da hätte man was anderes draus machen können und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.